Moin Moin, heute werden wir einen Kühlschrank reinigen und warum das Sinn macht, das 1- bis 2-mal im Jahr sehr intensiv und gründlich zu machen, das zeige ich euch jetzt. Dafür müssen die Lebensmittel raus und weiterhin kühl gelagert werden. Ich mache diese Grundreinigung immer in den kalten Jahreszeiten, dann kann ich die Sachen einfach draußen vor die Tür stellen. Wenn wir uns jetzt den Kühlschrank anschauen, dann sehen wir, dass die Ablagefächer und die Rückwand schon sehr schmutzig sind. Wenn ihr jetzt aber denkt so, oh, das ist doch noch ganz okay, ja, dann wartet mal ab, bis wir die Sachen auseinandergenommen haben und einen Blick in den Abfluss riskieren. Als allererstes werden wir bei so einer Reinigung das Gerät erstmal vom Strom nehmen. Dann nehmen wir die ganzen Bauteile raus und bereiten schon mal die Reinigungslösung vor. Ich nehme hier auf 2 Liter lauwarmes Wasser ca. 40 Gramm von unserem Voldoclean Natron. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr nehmen, denn theoretisch kann 1 Liter Wasser ungefähr 96 Gramm Natron auflösen. Wenn wir das jetzt 1-2 Minuten ordentlich durchgerührt haben, dann können wir jetzt auch schon anfangen mit dem Saubermachen. Mit Natron hat man eine echte ökologische Alternative zu den meisten Putzmitteln. Da seine Grundelemente schon in der Natur vorkommen, kann man diese natürlich auch wieder ganz leicht zurückführen. Bei den Ablageflächen fange ich jetzt an, die Kanten abzumachen und werde diese mit dem Pinsel nochmal separat reinigen. Denn das sind die Bereiche im Kühlschrank, wo sich Schimmel und Keime mit am schnellsten bilden. Und genau das werden wir jetzt bei jedem Ablagefach machen. Bei der kleinen Scheibe ist der An- und Abbau dieser Leiste ja echt noch easy, aber bei den größeren wurde es dann schon deutlich schwieriger. Deswegen hier ein kleiner Tipp: Falls dieser Plastikschutz zu fest sitzt, dann macht es wie ich und versucht mit dem Pinsel die Natronlösung darunter zu kriegen. Falls das dann immer noch nicht geht, dann könnt ihr das gleiche mit leicht verdünntem Spülmittel machen, lasst das ein bisschen einwirken und dann sollte das eigentlich gehen. Wenn ihr die Kanten jetzt gelöst habt, dann macht ihr die Scheibe schön sauber, besonders da, wo diese Kanten drauf saßen. Bei dem Plastikschutz ist es wirklich wichtig, dass das sauber wird. Zur Not nehmt ihr einen größeren Pinsel, Hauptsache, dass ihr überall rankommt und den ganzen Dreck rauskriegt. Und jetzt kommen wir an den Punkt, warum das Ganze so intensiv gereinigt werden muss. Ist das nicht Wahnsinn, was sich da alles hinter sammeln kann? Und genau das ist der Grund, warum selbst nach einer oberflächlichen Reinigung der Kühlschrank immer noch muffig riecht. Und unhygienisch ist das allemal und genau das will ich nicht in der Nähe von meinen Lebensmitteln haben. Und dementsprechend sieht natürlich auch die Natronlösung aus. Und deswegen kippen wir das jetzt erstmal aus und machen nachher eine neue Lösung. Und für die weitere Reinigung habe ich hier ein schönes Mikrofasertuch, das hat 2 verschiedene Seiten. Die weiche Seite, die benutzen wir jetzt, um mit Wasser die ganzen Sachen einmal abzuwischen. Die zweite Seite hat Borstenstreifen, das ist ein Tuch, was eigentlich beim Backofen benutzt wird. Aber beim Kühlschrank gibt es auch Stellen, wo das echt zum Vorteil wird. Das Natron und das Tuch, das gibt es natürlich bei uns im Shop und das werde ich euch unten mal in die Beschreibung verlinken. Wenn jetzt alles sauber ist, werde ich das nochmal mit einem trockenen Tuch alles nachwischen und dann geht es auch schon in den Innenraum des Kühlschranks. Aber vorher werde ich nochmal schnell die neue Natronlösung anmischen. Wenn euch das hier gefällt, was wir hier so machen, auch mit Natron, dann lasst doch einfach ein Abo da und aktiviert die Alarmglocke. Und bei dem nächsten Video, was kommt, seid ihr gleich informiert. Grundsätzlich verläuft die Reinigung hier genau wie bei den anderen Sachen. Ich reinige mit der Natronlösung, lasse das kurz einwirken, wische dann mit Wasser einmal nach und dann wird alles wieder abgetrocknet. Der Vorteil von diesem Borstentuch ist nun, da wo diese Obstschale immer rein und raus geschoben wird, da entstehen Rillen. Und da kann man mit der Borstenseite wesentlich besser sauber machen als mit der normalen. Aber diese Seite und die raue Seite vom Schwamm, die solltet ihr auch wirklich nur da einsetzen, wo schon Rillen sind. Aber jetzt kommen wir nochmal zum zweiten wichtigen Teil der Intensivreinigung, der Abfluss. Und hier sammeln sich natürlich auch etliche Reste und das verursacht Geruch und kann teilweise sogar verstopfen. Da nehme ich einfach Q-Tips und reinige das Ganze erstmal von den ganzen groben Teilen und danach nehme ich einen langen Pinsel und mache alles mit der Natronlösung nochmal schön sauber. Wenn ihr Wasser unterm Obstfach habt, dann ist meistens ein verstopfter Abfluss der Grund. Wenn wir das alles gemacht haben, dann wischen wir noch einmal hinterher und dann sieht auch alles wieder gut aus. Wir sind jetzt auch schon fast beim Ende der Reinigung. Wir wischen jetzt nochmal die Kante sauber, wo die Dichtung drauf liegt und dann kommen wir zum dritten wichtigen Punkt der Intensivreinigung, die Dichtung selber. Denn auf der Dichtung und gerade zwischen den Falten, da herrschen perfekte Temperaturbedingungen für Mikroben, Schimmel und was weiß ich, was wir da sonst nicht haben wollen. Also achte darauf, dass ihr mit dem Tuch auch direkt in die Zwischenräume reingeht und da richtig schön sauber macht. Und da die Reinigung dieser Dichtung so wichtig ist, solltet ihr das auch einmal im Monat machen. Wäre das dann auch erledigt, dann nehmen wir uns wieder ein Tuch und machen alles trocken.
Den Innenraum des Kühlschranks und diese Türdichtung solltet ihr auch einmal pro Woche schnell abwischen, am besten kurz bevor ein Großeinkauf ansteht. Jetzt, wo alles so schön sauber ist, können wir anfangen, den Kühlschrank wieder einzuräumen und an Strom anzuschließen. Bevor ich jetzt aber die Lebensmittel wieder einräume, mache ich die Tür zu und lasse den Kühlschrank erstmal auf Betriebstemperatur kommen. Jetzt ist natürlich der beste Zeitpunkt, den Kühlschrank nochmal von außen sauber zu machen. Und je nachdem, wie gut ihr an die Rückseite eures Kühlschranks kommt, könntet ihr hier nochmal mit dem Staubsauger sauber machen. Und wenn ihr das machen wollt, dann lasst den Kühlschrank bitte so lange noch vom Strom. Nachdem wir alles fix eingeräumt haben, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Um die schlechten Gerüche im Kühlschrank ein wenig zu verringern, nehmt ihr euch ein kleines Schälchen mit Natron und stellt das zu den Lebensmitteln, die den meisten Geruch entwickeln. Natron wirkt ja auch geruchsneutralisierend und damit das funktioniert, solltet ihr das alle 4 Wochen einmal austauschen. Und das war's jetzt auch schon mit unserer großen Kühlschrankreinigung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.